Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Ja, ich grüße euch. Ich habe jetzt, im letzten Let's Play habe ich hier eigentlich alles selber geschafft mit dem Rätsel. Aber jetzt das letzte knackige Rätsel habe ich nicht geschafft. Und ich habe nebenbei meinen PC laufen. Mal sehen, ob das jetzt das letzte ist, was wir brauchen. Das ist... Ich zeige euch das erstmal so. Ja, das ist wirklich ein super langes Rätsel. Also oben seht ihr ja Paulusbrief 1 bis 2. Römerbrief, das war das erste Rätsel. Danach kam Offenbarung des Johannes, Kapitel 12. Dann kam Paulusbrief, Korintherbrief, Kapitel 6. Dann kam Paulusbrief 2 bis 2, Hebräerbrief, Kapitel 6. Ja, so ist das. Dann wisst ihr, wie das Rätsel geht. Und jetzt kommt da, glaube ich, das letzte Rätsel. Ja. Ich hoffe, dann müsst ihr hier rein. So. Nicht hier mit Markus oder sonst was, sondern Apostelgeschichte. So, und dann das hier. Ich hoffe, wir haben das Rätsel gelöst und können jetzt weiter zocken. And he became very hungry and would have eaten, but while they were made ready, he fell into a trance. Hey, Jawohl. there's a note here. A message from Mother in reply to E. We must leave urgently, but first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. Allay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by, I absolutely must go beyond the nightmare? I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? So. Wir haben es geknackt. Einen Moment. Einen Moment. Ich habe ein Haar auf der Zunge. Ist weg? Ich glaube schon, ja. So. Es ist wahrscheinlich allegorisch gemeint. Es ist wahrscheinlich wörtlich gemeint. Clearly she must be trying to do something useful, but the what? The nightmare. Does that remind me of anything? Es ist immer noch ein Rätsel. Es ist ein Gegenstand, es ist ein Ort. Der Albtraum erinnert mich das an etwas. Es ist ein Ort. You must surely speak of a place. Granting that this is the case, where might it be found? So. Ein Zimmer im ersten... Oh, das ist der nächste Rätsel. Sich zu erinnern versuchen. Ja, da braucht Schwierigkeit 10. Haben wir überhaupt schon Aufmerksamkeitsstufe 1? Nein. So. Außerhalb des Herrenhauses. Ein Zimmer im Erdgeschoss, ein Zimmer im zweiten Obergeschoss. Holmes? Mortimer? Nein. Hillsborough. I thought it would have been over there, but something's telling me that it isn't. I better keep searching. Mortimer's getting his guests together.
I ought to join them so I don't look suspicious. So. Nachricht aus der Bibel. Schließe dich den anderen Gästen an. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Es kann sein, dass wir da eine Trophy verpasst haben, aber wir können in dem Spiel weiterspielen. So, ich habe euch alles andere, könnt ihr euch gerade angucken zu Anfang des Let's Plays. Ja. Ich kann euch das nämlich jetzt nicht nochmal zeigen. Aber, nee, hier geht auch nichts mehr. Müsst ihr euch einfach, kriegen wir die Schatulle auf. A chest with the occult symbol representing air. Nein, fehlt uns ein Schlüssel. Gut, aber wir können weiter zocken und wir kommen jetzt endlich raus. Das war ein richtig knackiges Rätsel. Das andere, was wir gerade gemacht hatten, hatten wir wohl kein... Ja. So, pass auf. Erfolgreich. Ich habe die Nachricht meiner Mutter nicht verstanden. Gut, das könnt ihr woanders denn angucken. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir sind jetzt, haben schon super lange gespielt und das Spiel hat auch super viel Spaß gemacht. Die Episode ist noch lange nicht vorbei und es gibt 5 Episoden insgesamt. So. So. Wir bräuchten hier für jedes Kapitel 10% mehr Erfahrung. Ja gut, das sind jetzt bei... Na gut. Das sind immer 5 Kapitel, glaube ich. 15 Kapitel. Das wären einmal 110% mehr. Dann bräuchten wir noch... Ja, Logik, Sprachengewandtheit, Überzeugung, ne? Wir bräuchten... Moment. Aufmerksamkeit haben wir schon. Sprachen, Gewandtheit, Überzeugung. Überzeugung und Logik. Würde mich interessieren. Überzeugung. Und Logik. Überzeugung und Logik. Hier ist Logik. Hier bräuchte man 1, 2, 3 Stück. Du kannst deine logischen Geistes- und Sprachfertigkeiten meisterhaft einsetzen. Ja gut, Logik, ja, Sprache. Um im Spiel weiterzukommen, bei Rätsel, habe ich mir mal Gedanken gemacht, deine wachsamen Augen entgehen selbst kleinste, wichtigste Details und seltsame platzierte Elemente nicht. Das finde ich besser. Das ist auch für Rätsel. Aber das ist Stufe 2 immer. Hier ist 0. Wir haben schon Stufe 1 Aufmerksamkeit. Das ist Logik, das haben wir noch nicht. Das ist Gewandtheit, das haben wir noch nicht. Hier haben wir schon Stufe 1. Hier auch. Du kannst alle möglichen fremdsprachigen Dokumente und Konversation verstehen. Also wenn jemand mit uns spricht, können wir das verstehen und auch fremdsprachige Dokumente. Das ist, um weiterzukommen im Spiel, eigentlich ziemlich wichtig. Zumindest das mit den Dokumenten. Aufmerksamkeit der Menschen in die gewünschte Richtung zu lenken, das Thema zu wechseln oder unliebsame Fragen zu vermeiden. Na, das ist auch nicht schlecht, Ablenkung. Ich will jetzt die Punkte gut verteilen. Hier ist schon ein Punkt vergeben, ne? Da kann man nichts mehr machen. Ja,
Ja, hier geht's. Das haben wir freigeschaltet. Also wir haben diese Sachen. Also dir fällt alles Merkwürdige am Verhalten und Aussehen anderer Menschen auf. Es geht ja nur noch um Konzentrationspunkte, ne? Und das ist nicht wichtig. Wir brauchen, wie gesagt, die Logik. Nee, wo war das mit den Dokumenten? Hier, das nehmen wir. So. Das haben wir auf jeden Fall. Hier bräuchte man noch 1, 2, 3. Gehen wir schon mal hier auf Logik. So. Gut. Trophy, tragisches Schicksal. Ja, und lasst euch überraschen, ich habe mich sehr viel schon informiert, weil wir haben einen Steam Sale bis zum 5. Januar. Und, na, ich nehme jetzt mal eine Mentholhülse. Einen Moment. Da sind viele Spiele, ich gucke mir das immer an, was neue Spiele rausgekommen sind. Die haue ich dann meist noch in die Wunschliste rein. Entweder bei Steam oder bei Instant Gaming. Instant Gaming macht sogar Montana Black Werbung für. Also ich habe da schon jahrelang eingekauft. Also wenn kein Sale ist. Und da gibt es eben, früher gab es also 500 bis 1000 Spiele, jetzt gibt es ja schon fast 10.000 Spiele. Und ich gucke dann immer die neuen Spiele, die rausgekommen sind. Und gucke das nach Datum dann immer weiter zurück. Also jetzt haben wir Dezember, November, Oktober. Und da sind einige Spiele, die mich interessieren. Und es wird noch richtig geile Projekte auf diesem Kanal geben. Also für neue Zuschauer haut ruhig mal ein Abo raus. Auf euch warten über 2000 Videos. Gesundheit schreibe ich ja immer in die Beschreibung vom Video, kriegt ihr auch. Also das hat auch einen Mehrwert für euch selber. Ja, würde mich sehr über ein Abo freuen, weil bald haben wir die Tausender-Marke geknackt. So, alles klar. Wir sind hier fertig. Ach nee, wir waren bei... Ups. Sag mal. Hier so. Das haben wir alle schon fertig. Hier fehlt uns immer noch 1. Hier brauchen wir sogar noch 4 und noch 3. Dann nehmen wir jetzt, das ist neu. Ein wichtiges Buch zur feinen Kunst der Sophistik. Ablenkung. Ja gut, Ablenkung, das kann nicht schaden. Überzeugung haben wir auch noch nicht. Nee, Politik will ich nicht haben. Dann würde ich sagen, nehmen wir einmal Ablenkung und einmal Überzeugung. So. Kapitel beginnen. Aber es freue ich mich, dass wir das weiterspielen können. Talent freigeschaltet, Lehrling. I went back and joined everyone in the small salon. Und wenn ich so ein Spiel auf dem PC noch bekomme, was es nicht auf Konsole gibt, dann werde ich mir sowas auch noch kaufen. So, triff dich mit den anderen Gästen im kleinen Wohnzimmer. Im kleinen Wohnzimmer, ne? Ich glaube, wir sind jetzt oben. Wieso, wo ist denn das? Ist hier irgendwo das kleine Wohnzimmer oder was? Das ist, glaube ich, nämlich unten, ne? Rechtes Richterszimmer, Bonapartezimmer, Turmzimmer, Adamszimmer. Ne, wir müssen ein Stockwerk runter. Nehmen wir einfach mal Gas, irgendwo muss das hier runtergehen. Nee, runter ist es nicht. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich ein Hoch, wa? Sieht dann so aus. Ach ja, nicht so durchraschen hier, weil manchmal, wir brauchen unbedingt neuen Gelee. Aber wir haben unten jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Konzentrationspunkte bekommen. Ich halte hier mal ein bisschen Ausschau nach blauen Punkten. Da ist eine Schatulle, ne? Aber die hatten wir wohl schon.
Also, er dreht sich hier ein bisschen langsam. Auf Dauer kostet das natürlich auch Zeit. President George Washington. Mal sehen. Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi. Naja, das ist bloß die Frage, wie wir hier hochkommen. Huh, that's me. That's me, ja. Steam-Spieler, die gibt's nur bei Steam und so eine Spiele irgendwie, das macht mir richtig Laune. Also bin froh, dass wir das Rätsel jetzt gelöst haben. Leider haben wir das mit dem Albtraum nicht gelöst, aber es ist halt so. So, aber hier, dürfen wir hier jetzt runter? Auch nicht, ne? Nee. Dann muss das ja... Kleinen Wohnzimmer. Duchess Emily Hillsborough. Das kleine Wohnzimmer, also das ist ja nun wirklich... Monsieur Napoléon Bonaparte. Oh. Monsieur Jacques Perreux. Sind wir einmal hier rumgegangen. Ich weiß auch gar nicht, wie man generell höher kommt. Ah, jetzt geht's doch auf einmal. Das ist egal. Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the Order gives her access to a good deal of personal information. It must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Das ist der Albtraum. Gleich wissen wir die Lösung. Aber wir wollen, da brauchen wir gar nichts bezahlen, sie nicht auf die Spur unserer Mutter bringen, das ist wichtig. If Mother's really killed her sister, I'd better find her by myself. They say they spent a lot of time together. They got along well. Oh, really? Do you think your mother liked Duchess Hillsborough? Of course she did. After all, she's your sister. Well, we'll find them, Emily. Trust me. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Emily, there's something else. Go on, then. It's about your Ellie. sister. I don't know what happened exactly, but it's possible that my mother had a go at her. I know, Louis. I found out that same evening. Well, thanks for not trying to hide it. What? Why didn't you tell me? I didn't know if I could trust you. Now I know I can. It seems that your mother tricked Emma. She apparently asked her to hide an important book, so that even she wouldn't know where it was. And then she shot her like a dog to make sure no one would ever find it again. Moment. Danach brachte sie Emma kaltblütig um, sodass niemand das Buch je wiederfinden kann. Woher weiß sie das? Why would she do that? I don't know, Louis, but I'll find out. You can count on that. I'm sincerely sorry, Emily. Thank you, Louis. But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. There must be an explanation, Emily. That's what we shall see. Come, Louis. They're waiting for us. You will pay dearly, Peru. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly?
Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. And what has Mr. Peru done to once again provoke someone's anger? We don't really know just yet. I get the feeling it won't be long before it gets out. How could you dare do such a thing? Dios mío, you are all out of your minds! Really, Duke Manuel? What made you kick up such a fuss? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. What? Oh, no. The King of France is dead, gentlemen. Our monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh, dear. Oh, as if... Friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous! Bastard! He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for 1 vote! Is that your democracy? What an obnoxious act. Until this, anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please. Let us take a step back a moment. In the name of holiness. He was the highest representative of God in France, Emily. If I remember rightly, what Mother told me one night, King Louis was secretly also part of the Order. I wonder what impact his death will have on us. Sad news, sir. With whom do I have the pleasure of speaking? Louis Maras de Richet. Are you related to Sarah de Richet? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured. The response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Could you spare a moment, please, sir? I'm glad you asked. I want to talk to you, too. Of course. I heard about your mother's disappearance. He looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from sympathy alone. Well, let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? Ablenkung. Hear you speak, it sounds like you and my mother were close. Let's say I hold your mother in high esteem, yes. We were even planning to work together. That's what he was getting at. Did she tell you about our arrangement? Absolutely, but I was hoping that you could tell me more about it. Well,
She was planning to sell me a very old book. I will make no secret of the fact that I am passionate about the subject. And when Sarah spoke to me about it, her account literally had me enthralled. I can think of nothing else since. You might have come across some old books in her belongings, perhaps? As my mother's got so many old books, I'm afraid I won't be able to... Oh, it's easy. You can't mistake this one. It's an ancient grimoire, composed of 7 parts. Each one is closed under lock and key. It was made in such a way that if someone tried to tamper with it, the sheets would be permanently tarnished. If you find it, you mustn't tamper with it. You see? That's unusual. Unfortunately, that doesn't ring a bell. I'll look again, but I wouldn't get my hopes up. You seem very upset. Is it so important to you, this book? Well, it's the search of a lifetime. What can I say? Every time I move closer to it, it seems to slip away at the last minute. I was very surprised to learn that your mother had it in her possession. I thought it was with a certain von Borchardt in Paris. Do you know him? Indeed. One of your close friends? No, not really, but we were close once. Precisely over the case that concerns us now. Because he claimed to have the book I'm looking for. Another dishonest person. What can you say? Can't trust anyone these days, huh? No. No, you can't. I hope I've been able to satisfy your curiosity, Mr. von Wollner, and that you succeed in finding what you're looking for. Oh, and so do I. And now, what if you told me who you really are working for, instead of keeping up this pretense? I beg your pardon? We both know what you're looking for, von Wollner. You're the one who von Borchardt was planning to sell it to. For centuries, all those who have come into contact with the Al-Azif have bitterly regretted it, Monsieur de Richet. You are playing a dangerous game. Please know that I am working for someone who does not appreciate anyone poking around in his business. Let me guess. Mortimer Holm. You're dear king, I should think. What? You mean Frederick William? Oh, my poor fellow. You are miles away. That stupid, pretentious puppet wields no real power. But seeing as you do not wish to be serious, so be it. Good luck to you. Okay. Ja gut, das ist mir zu schwer, wie gesagt. Was haben wir hier? Oh, endlich wieder Gelee Royal. Das brauchen wir dringend. Und gleich nutzen. There's a pattern with 5 circles on this chest. Ja, ich weiß nicht. Das sind 2 Punkte. Wir wollen erstmal den Schlüssel dafür haben. Der muss ja irgendwo sein. Alter, wo sind wir denn jetzt hier drin, ey? Gucken. Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. Ah, da haben wir eine neue Seite bekommen. Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. So, hier müssen wir uns nochmal umschauen. Sammler Münzen. Da kann man auch auf Dauer was mitmachen mit diesen Münzen. Das weiß ich aber noch nicht was.
Gucken, ob hier noch was ist. Nein, hier auch nicht. Dann sind wir hier nochmal durch. Ah, da, ach so, da sitzt er. Monsieur Bonaparte, may I speak with you a moment? May we? Does expression "go beyond the nightmare" mean anything to you at all? Well, metaphorically, yes. It sums up the career of a soldier quite well. I doubt that is what you want to hear, though. Indeed. That's surely not what I'm looking for. Well, monsieur, if you are looking for a phrase book, Lord Mortimer must surely have one, given the number of books he has. You ought to check in the library of the tower. You never know. Would you have any more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all. Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences. But given the presence of Monsieur Peru and ourselves, I think it must concern France to some extent. Otherwise, I doubt he would have invited 3 Frenchmen to his table, huh? What do you think of Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. Da bräuchte man Ablenkung. Er schert sich nicht um seinen Ruf. Gute Gelegenheit, ihn besser kennenzulernen, mehr darüber erfahren. Ein Punkt. Sein Ruf eilt ihm voraus. Meaning? This gentleman enjoys people talking about him for too many reasons. His undeserved titles, more than 10 in just 4 years, and each one more prestigious than the one before. You don't think he deserves them? If I had seen him on the battlefield, there might be some doubt. But that is not the case. The Queen would rather not risk losing him, so she consoles him with awards and titles. So you don't have a very positive opinion? His coveting French Catalonia does not encourage me to have one. I understand your point of view. Well, I'll be leaving you now. Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. À plus tard, monsieur. So. Finde mehr Hinweise zur Nachricht deiner Mutter. Ja, das ist natürlich... Jetzt werden wir nicht an die Hand genommen und wissen auch nicht, wo wir lang... Ja, wir gucken, hier oben kann man hier hoch? Ja. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Go beyond the nightmare. Does this line remind you of anything in particular? You've caught me unaware here, Louis. Let me think about it a second. No, nothing comes to mind. Sorry, Louis, but I am unable to help you. Mr. President, what do you think about your counterpart, Duke Manuel? I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation, given the political situation in Spain. What do you mean? The situation is ready to explode with France over Catalonia. Well, the Duke must have a darn good reason to be absent and come here, mustn't he? When Lord Mortimer invites you, Louis, you come.
It's always in your best interest. I wouldn't say that personally, but... Moment. Hat ein Haar auf der Zunge. Barthaar. Was würde... Mr. President, can you tell me a little more about the coming conference? Of course, Louis. That's why we're here. Lord Mortimer or Sir Gregory regularly organize meetings like this to put forward major projects. What do you mean by major projects? I'd prefer to let Lord Mortimer explain that to you, Louis. Let's say he brings together influential people in order to consider possible actions to undertake to guarantee the future of nations. Do you know the theme of the conference? Not in the slightest. None of the guests know the theme before arriving. But you'll see, everything will turn out fine. Don't worry. So, und das hatten wir ja schon, ne? Go beyond the nightmare. Does this line remind you of anything in particular? You've caught me unaware here, Louis. Let me think about it a second. No, Nee, nothing comes to mind. das hat ja... Sorry, Louis, but I am unable to help you. Well, thank you for your time. Don't mention it, my young friend. Regarding your question on the nightmare, don't hesitate to question the others about it. Maybe one of them knows more than I do. That's a good idea. Ja, Thank you once again. Das mit I'll dem see you in a little Albtraum... bit. Das mit dem Albtraum, das hat ja was mit unserer Mutter zu tun. Das müssen wir rausbekommen. Ich weiß jetzt, dann gehen wir nochmal hier unten rein. Ich weiß jetzt nicht, wo wir reinkommen. Oder wo wir hinkommen. Aha. Ja, also so gut kann ich mir das nicht merken, wo man überall schon mal gewesen ist. Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I looked at the Bücherwurm. world. Ja, guck mal, hier ist ein Schmetterling drauf, ein Mammutfalter auf dem Essen. Wir haben eine neue Seite gefunden, also ist gut, dass wir hier reingegangen sind. Bücher muss man nicht alle, Gemälde muss man nicht alle nehmen. Ach, jetzt ist der Essenssaal. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ja, wir wollen jetzt auf dem Tisch drauf sein, ne? Ach, da hinten ist er. Wir sollen da mit allen sprechen. Ah, Louis. Just the man. Good Lord. How did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. Your Eminence, I haven't been following the case. I'm sure that the order did everything in its power. Unfortunately, you know the situation in Paris, and, well, it's chaotic at best. Anything can happen in those revolutionary tribunals. The king is the official representative of God on earth, my son. Your Eminence, France has become a secular state. The king was just another citizen to them. He refused to admit his errors, looked down upon them, and attempted to escape. What did he expect? France has lost all reason, Louis. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Is there any news of her? Well, I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. If I say the nightmare to you, does it make you think of anything? Your question is strange, my son. Difficult to say. Could you at least tell me a little more about the context? Einen Moment, zum Glück haben wir noch einen Punkt an Konzentration. Ich
glaube, er hat gute Informationen. Ist eigentlich auch logisch. Einen Moment, ich mache mal den Zigarettenkiller oder Ausmacher sauber. So. Think of a place and tell me the first thing that comes into your mind when I say the nightmare. Let me think. I'd say Lord Mortimer's favorite painting on the wall behind his desk. You know, that painting caused quite a stir when it was exhibited. It is titled The Nightmare, and it shows a woman lying down with a creature sitting on her, and in the background, a horse. I don't know if it will be of any help, but I can't think of anything else. You never know. Thank you for that, though, Your Eminence. I gotta go and see it just in case, though. Mortimer. Die anderen das andere brauchen wir nicht. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. I will be seeing you, Louis. Das wird zu weit führen. Wir haben jetzt komischerweise wieder 2 Punkte, weil wir Schwächen rausgefunden haben. So, und jetzt haben wir nämlich das rausgefunden, was wir brauchen. Geht zum Mortimers Arbeitszimmer. Und ich glaube, hier hinten kommen wir zur Bibliothek. Aber ihr seht gleich mal, was das für eine große Bibliothek ist. Die ist nämlich riesig. Jawohl. Ach so, ein Schlüssel. Guckt euch das mal an. Riesig, wa? Alles voll Bücher. Das nennt man mal, und dort geht's noch weiter. Das nennt man mal einen Wissensschatz. Ah. Wir sollten uns hier auch umschauen, das habe ich... Mal gucken. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Wir sollten uns hier umschauen. Habe ich zumindest noch im Hinterkopf. Boah, schaut das an. Mortimers Arbeitszimmer. Das machen wir noch in dieser Folge, wenn wir... Da müssen wir mal gucken. Ich glaube nämlich nicht, dass das auf diesem Stockwerk ist. Ne, da müssen wir nämlich eine Etage höher. Aber das war ja genau bei ihm. Wir gucken mal hier, das war auch ein geiles Rätsel hier mit diesen Statuen. Ja. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Gehen wir einfach nochmal hier hinten durch. Wir kommen ja sowieso wieder auf Dauer dahin, wo wir hin müssen. Nochmal einmal. Ach so. Ja gut, macht nichts. Das Buch hatten wir. Ich mag so eine Spiele, ich habe sowas schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt, so ein Adventure. Aber ich muss sagen, das macht echt Laune. So. Dann gehen wir eine Etage höher. So. Ist das hier schon? Ich glaube nicht, aber es wäre gut. Duchess Emily Hillsborough. Nein.
Klischee. Adams. Turmzimmer. Bonaparte. Mortimers Arbeitszimmer. Da müssen wir noch eine Etage höher. Ein erstes Obergeschoss. Moment. Zweites. Mortimers Büro. Ja, das müsste es ja eigentlich sein. Die Frage ist bloß... Hier waren wir doch, ne? Kleiner Salon. Ja. Garten. Außenbereich kann ja auch nicht sein. Und unterirdisch schon mal gar nicht. Jetzt müssen wir ganz nach oben. Und ich weiß nicht, wo es ganz nach oben geht. Wir waren ja, als wir das Let's Play gestartet haben, schon auf dieser Höhe hier. Das kann sein, dass wir ganz nach draußen müssen, um da hochzukommen. Weil hier sind ja nun mal... Napoleon Bonaparte. Ja, das ist klar. Sir Jacques Perreux. Mhm. Ach, sie ist auch noch hier. Aber ich glaube, wir hatten sie ja ganz zu Anfang des Let's Plays gefragt. Mal gucken nochmal. What do you want, Louis? Nö. You're leaving me? Unfortunately, I have things to do. Thank you again, madam. So, jetzt ist bloß die Frage, wie wir nach oben kommen. Das werden wir natürlich auf Dauer jetzt hinbekommen. Ich war schon so oft hier oben. Oh, hier ist noch was. Oh. Da geht's hoch. Geil. Ich bin mal gespannt. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare? So, finde den Albtraum. Das war mit dem Pferd im Hintergrund. Ein Bild. Ja. Stehen wir erstmal hier außen rum. Da ist noch was. Mal gucken, was das ist. So, dann nehmen wir auf jeden Fall mal so ein Erdmännchen. Das ist... Nee, das war's gar nicht, ne? So, jetzt. Oh. The Book of the Mortimer family. Schlüssel. Schlüssel sind immer gut. So, hier ist nichts, dann muss das da hinten drin sein. Hier ist wieder der Vogel im Käfig. That's what you generally feed birds. Might come in handy. Rote Beeren. Pass auf. A bird. Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? What? Repeat that, Waldo. Sarah? What about Sarah? Good God, what's been happening here?
Well, Waldo, is your master good? I don't really know what I was expecting. Das hat wohl nicht geklappt, ne? Gibt man noch mehr Bären? Nee. So, das ist das Gemälde, aber das ist nicht das mit dem Pferd. The nightmare painted by Doch. Seele in 1781. Das ist es. Ah, this must be what my mother was talking about. I just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Finde den Mechanismus, der das bewegt. Ja. I don't think this book can help me. Moment, meine lieben Freunde, ihr seid bestimmt gespannt, wie das weitergeht. Und deswegen beende ich das Let's Play auch noch nicht. Ja, manche machen denn das Let's Play, beenden sie das, und damit die Spannung bleibt und damit die nächste Folge gucken. Aber ja, ich könnte auch kürzere Folgen machen und das so machen, wie ich es gerade gesagt habe, ne? So, alles klar. Okay, no mechanism behind this painting. Well, I'll have to keep looking. Ui. Das mit dem Pferd, ne? No. Let's look elsewhere. So, hier waren keine Bilder mehr, oder? Oh, das ist ja eins mit dem Pferd. Da sind die Pferde drauf, das muss er sein. Ja. No mechanism here. Ne? Auch nicht. No. No mechanism here. Sag mal, viel haben wir ja nicht mehr als Möglichkeit, aber hier auf dem Tresen vielleicht. Let's take a closer look. Angesagte Dessert unserer Zeit. Judging by the shape, I'd say they're Criollo cocoa beans. The chocolate of the Mayas, the rarest of the beans. Some even say they're an aphrodisiac. When a product is in fashion, people attribute all sorts of virtues to it, not to be given to animals. And these chocolates are probably a protocol gift. Everybody in Europe loves them nowadays. Marie Antoinette, the Queen of France, has her own personal chocolate maker at Versailles. They say it's her guilty little morning ritual before getting dressed. A cup with 1 sugar and some vanilla, if I remember rightly. I would be surprised if Mortimer has them delivered straight from South America. Ja, das kann ich euch sehr empfehlen, Kakao zu kaufen. Ich habe es ja gerade hier gehört mit dem Aphrodisiakum. Das hat auch ganz viele andere positive Eigenschaften, Kakao. Aber der muss, ich glaube, unter 40 oder 30 Grad hergestellt worden sein. Und noch ein paar andere Eigenschaften haben. Dann habt ihr ein richtig geiles Morgengetränk. Und es ist ein Aphrodisiakum, ja. Dark chocolate beans. Very bitter. They're greatly prized in high society. So, jetzt haben wir schon fast wieder eine Stunde rum. Und
Boden, ne? Das ist der Mechanismus. Haha. Geil. Das ist doch ein guter Abschluss für diese Folge. Oh, da ist ein Code, ne? Aha, I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Great. That's all I needed. Finde den Code für die Geheimtür. Now, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. So, das brauchen wir uns nicht durchlesen, würde ich einfach mal so sagen. Die Zahlen für das Jahr 1792. Also dann würde ich ja sagen, 1792 könnte das sein. Na gut, in der nächsten Folge sind wir weiter. 1792. Ist dasselbe. Können wir einmal austesten. In der Folge noch, die ist ja gleich vorbei. So, 1792. Das wäre ja einfach. Oh, sind ja ganz andere. 5, 6, 7, 1792. So. Oh. Scheibe betrachten. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Ja, meine lieben Freunde, das... Oh, hier ist was. This painting isn't finished. It looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Gut, meine lieben Freunde, ich mache gleich ein neues Let's Play da draußen, dann sehen wir uns genau hier wieder. Ja, jetzt kommt nämlich das nächste Rätsel. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr gleich wieder mit dabei seid. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer einen recht schönen Tag. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Bye, bye.